Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp von und mit Arno Burger. Auf OneNote-Dateien können alle zugreifen, die berechtigt sind. Wenn jemand also auf eine OneNote-Notizbuch berechtigt ist, kann er alles lesen, was da drin ist. Wenn ihr das verhindern wollt, habt ihr die Möglichkeit, einzelne Abschnitte durch ein Kennwort zu schützen. Das macht ihr so: Ihr klickt mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Abschnitt, wählt den Befehl diesen Abschnitt durch ein Kennwort schützen und könnt dann hier ein Kennwort festlegen. Bitte beachtet dabei, dieses Kennwort kann euch niemand zurücksetzen, kein Administrator und auch nicht Microsoft. Wenn der Abschnitt ein Passwort hat, dann kann man ihn sperren, zum Beispiel hier über alle sperren, und damit hat man keinen Zugriff mehr auf die Daten, die da drin sind. Um ihn wieder zu bekommen, muss man anklicken und dann das Kennwort wieder eingeben. Wichtig dabei ist zu wissen, dass die Sperrung eines Abschnittes das Suchen behindert. Das heißt, wenn ich in einem nicht geschützten Abschnitt suche, dann finde ich dort ganz normal, zum Beispiel hier Schreibbereich. Wenn ich diesen Abschnitt jetzt aber sperre und dann nach dem Schreibbereich suche, dann seht ihr, ich finde nichts. Und das ist wichtig, weil in der Standardeinstellung von OneNote, die ich über die Kennwortoptionen abrufen kann, innerhalb von 5 Minuten ein Abschnitt gesperrt wird, sobald ich nicht darin arbeite. Und das heißt, es erschwert das Suchen schon deutlich. Also diese beiden Dinge solltet ihr beachten. Gesperrte Abschnitte werden nicht durchsucht und das Passwort kann euch niemand zurücksetzen, also schreibt es gut auf. Ich hoffe, dieser Tipp hilft euch weiter. Falls er euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Like oder abonniert den Kanal. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.